Hallo liebe Brettspiel-Teddy-Freunde, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute geht's los mit meinen ersten 10 Spielen zur Messe, die ich mir auf jeden Fall anschauen werde und die ich euch mal vorstellen möchte, so kurz und knapp. Ja, vielleicht ist das ja auch was für euch. Heute fangen wir an mit 2-Personen-Spiele. Du könnt euch ja vorstellen, die meisten Spiele davon, die ich euch jetzt zeige, habe ich nicht gespielt. Und deshalb bin ich natürlich darauf angewiesen, was auch auf dem Bildschirm steht. Und genau deshalb kann ich natürlich jetzt nicht bis ins Kleinste euch die Regeln erklären. Ja, ich kann noch ein bisschen was über die Mechanismen sagen, wie das steht. Man kann sich ein bisschen die Bilder anschauen. Und für mich sahen diese 10 Spiele auf jeden Fall interessant aus. Dann wollen wir mal direkt loslegen. 2-Personen-Spiele, los geht's. Wir starten direkt mal mit einem bekannten Teil, wovon ich schon, keine Ahnung, 8, 10 Ausgaben habe. Und zwar geht es hier um Patchwork. Und jetzt kommt die 10 Years Anniversary Edition raus. Und diese Edition ist ein aufgepimptes Patchwork. Jetzt sagt man sich natürlich, braucht man dafür Patchwork? Nein, braucht man nicht. Aber ich mag dieses Spiel. Ich habe schon so viele Partien gespielt, spielt immer noch ständig auf BGA. Ja, ich finde es einfach klasse. Und wenn dann so eine Version kommt, ich weiß natürlich nicht, was die kostet, dann gebe ich da natürlich auch mal gerne einen Euro für aus, ja. Wir haben hier Blink dabei, also wird ein bisschen mehr Glitzer und Glamour da drin sein. Spezielle Holztoken sind jetzt dabei und ein neues Artwork. Und dieses neue Artwork, so verstehe ich es zumindest, wird auch für die nächsten Patchwork-Versionen jetzt so bleiben. Ja, das heißt, die alten, wisst ihr ja, da waren so Flicken und so was gewesen. Wenn wir uns jetzt hier das Cover anschauen, ja, alles so Bronze, Gold gehalten. Wirkt so ein bisschen asiatisch, würde ich sagen, ja, mit den Tigern hier und so. Ich bin mal gespannt. Ich habe da noch keine großartigen Bilder gefunden. Alle Bilder, die jetzt hier drin sind, sind eigentlich von der alten Version. Und ich bin mal gespannt, was der Patchwork Blink macht. Mein erstes Spiel, was ich mir auf jeden Fall anschauen will, 2-Personen-Spiel, Patchwork Blink 10th Anniversary Edition. Das nächste, was wir hier haben, ist Flatiron. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht. Flatiron vielleicht. Dieses Flatiron ist ein Gebilde in New York. Das ist so ein Gebäude, ihr könnt es ja vielleicht sehen. Warte mal, ich mache euch mal hier so ein Bild auf. So, Internet ist wieder schnell. So, genau, so dreieckig sieht's aus. Und wir bauen dieses Gebilde hier. Ja, wir helfen mit, das fertig zu bauen. Und das Spiel endet halt, wenn das Gebäude fertig ist. Und derjenige, der die meisten Punkte hat, hat dieses Spiel gewonnen. Das Ganze wird über Karten gesteuert. Wir haben hier so ein Spielerboard. Und wir können während des Spiels die Aktion verstärken, indem wir da Karten in diese Slots schieben, so wie ich hier verstanden habe, ja. Dann können wir wohl mehr bauen, schneller bauen, vielleicht ist es dann billiger, keine Ahnung. Also baut man sich auch so einen kleinen Karten-Engine da auf. Als Mechanismus haben wir jetzt hier noch nicht viel drin, da steht jetzt halt Modularboard und Solo-Solitär-Game. Kann man auch alleine spielen, seht ihr ja, 1 bis 2 Spieler, 45 Minuten ab 12 Jahre. Noch keine Komplexität. Keine Ahnung, könnt mir vorstellen, dass vielleicht 2,0 ist oder so, von dem, was ich jetzt so gelesen habe. Wenn wir noch mal ein paar Bilder anschauen. Das sind aber alles Verlagsbilder, so wie es ausschaut. Hier ist die Aussage, ihr könnt euch neue Karten holen. Und hier wählt ihr halt, denke ich mal, die Aktion aus. Keine Ahnung, ist nur eine Vermutung. Wie gesagt, ich habe es ja noch nicht gespielt. Aber was ich so gelesen habe, das hörte sich halt ganz interessant an. Mein zweites 2-Personen-Spiel, was ich mir anschauen werde, ist Flatiron. Das nächste Spiel ist hier The Yellow House. Ein Spiel für 2 Spieler, 20 bis 30 Minuten ab 8 Jahre. Ein Spiel von Mandu Games. Und Mandu Games hat eigentlich in den letzten Jahren immer gute Spiele gemacht. Ja, da kommen unter anderem die Jekyll and Hyde Spiele her. Letztes Jahr war, glaube ich, 12 Twig, was auch ratzfatz ausgekauft war. Und hier habt ihr jetzt das neue Teil, The Yellow House. The Yellow House ist wohl inspiriert von Van Gogh und noch irgendjemand. Und wir sind auch Künstler und sitzen halt in diesem Haus und debattieren mit anderen Künstlern darüber, welche Elemente in der Kunst jetzt wohl am wertvollsten sind. Ja, hört sich jetzt so an, ich weiß nicht, wie das Thema rüberkommt. Das Ganze ist aber auch hier wieder kartengesteuert und wir können dann halt hier unsere Meinung kundtun, indem wir eine dieser Karten spielen. Vielleicht sind wir hier für rote Blumen, für was weiß ich, irgendwelche Farben, keine Ahnung. Und wir haben halt da 2 Möglichkeiten in einem Zug. Entweder wir spielen eine Karte aus oder aber wir schmeißen eine Karte ab. Guck mal, ihr habt da so Neoprenboards, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die jeder hat. Und ich denke mal, wir können hier unsere Marker vielleicht damit pushen, wenn wir die Karten abschmeißen. Ihr könnt da die Matte sehen, aber ist gar kein Neopren, oder? Vielleicht ist das so ein asiatischer Teppich, ich weiß es nicht. Ihr seht jetzt so ein bisschen das Artwork. Sieht ganz schick aus. Und so wie es ausschaut, sind halt hier die Marker passend zu den Karten. Ne? Ihr habt hier eine rote, einen roten Marker.
Grün, den Grün, den Lila und so weiter. Und ich denke mal, mit den Karten könnt ihr die vielleicht pushen. Was ich mir jetzt so vorstellen könnte, wir spielen eine Karte aus, damit der Marker überhaupt hinkommt. Und immer wenn wir dann eine Karte abschmeißen, geht dieser Marker ein hoch. Scheint ja nicht komplex zu sein, ist ja ab 8 Jahre. Aber die letzten Spiele vom Mandu Games sind alle gut angekommen. Und deswegen werde ich mir das Yellow House, das gelbe Haus auf jeden Fall auch mal anschauen. Und ich habe auch keinen Plan, was das jetzt kostet. Aber wenn es mir wirklich gefällt, werde ich, glaube ich, direkt zuschlagen. Denn jetzt ja dieses 12 Twig war halt ruckzuck weg gewesen. The Yellow House, ein weiteres 2-Personen-Spiel auf der Messe, was ich mir anschauen werde. Dann kommen wir zu meinem 4. Spiel, was ich mir auf jeden Fall anschauen werde. Und das ist hier Lord of the Rings Duel of Middle-earth. Jetzt sagt er bestimmt, Lord of the Rings? Ja, ich habe null Ahnung von Herr der Ringe. Ich habe noch nie einen Teil gesehen, noch nie einen Film gesehen. Aber dieses Spiel basiert auf eins meiner Lieblings-2-Personen-Spiele. Eins der besten, wenn nicht sogar das beste 2-Personen-Spiel. Und zwar, könnt ihr ahnen hier, guckt mal, wie die Karten hier liegen. Wie ich da verstanden habe, ist die Grundlage hier für irgendwie Seven Wonders Duel. Hier kann man es auch schön sehen, hier mit dem Kartenaufbau, ja. Ihr habt ja die grünen, das sind ja die Technologiekarten eigentlich. Hier sind die Punktekarten, da gibt die gelben, da gibt die roten Militärkarten. Hier sind bestimmt die Ressourcenkarten. Schaut mal hier, selbst der Schriftzug ist da identisch. Hier steht es ja auch, Seven Wonders Duel. Also auf jeden Fall ein Spiel, was ich mir anschauen werde. Ich liebe Seven Wonders Duel. Und so wie es hier ausschaut, habt ihr noch so ein Extras dabei. Ich denke mal, vielleicht könnt ihr noch so Marker platzieren und sonst was. Aber es ist halt ein Seven Wonders Duel. Ich würde sagen, ein bisschen aufgepimpt hier mit diesen Karten auch dabei. Hier sehen wir die Karten nochmal ein bisschen näher hier. Militärkarten, Geldkarten, grün, haben auch so Symbole. Ich denke mal, das ist auch so eine Art Wissenschaftskarte. Hier ist eine neue Kartenart. Also im weitesten Sinne ein Seven Wonders mit ganz neuen Elementen, würde ich sagen. Deswegen interessiert mich das mega. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es zur Messe schon eine deutsche Version geben wird. Die Illustration oder gemalt wurde es übrigens von Vincent Dutré. Der hat ja sehr viele Fans mittlerweile. Wir schauen mal hier in die Version, die wir haben. Hier, German Edition. Ja, von Repos Production. Wird dann bestimmt wieder über Asmodee laufen. Ja, bin ich schon sehr gespannt. Neues Seven Wonders. Seven Wonders ist ja ein Spiel, das super ist, auch ohne die Erweiterung, mit den Erweiterungen noch besser wird, ja. Oftmals sind man ja Erweiterungen dabei bei Spielen, weil das Grundspiel gar nicht so gut funktioniert. Aber das ist hier nicht. Das macht sowohl Spaß ohne Erweiterung, mit Erweiterung. Top-Spiel. Deswegen freue ich mich auf diese neue Version. Wo wir gerade dabei sind mit meinen Lieblingsspielen. Und jetzt ein Spiel, was es vorher nicht in der 2-Personen-Variante gab, sondern eher für bis zu 6 Personen. Und zwar kommt jetzt raus King of Tokyo Duel. Wahnsinn. Da bin ich auch schon mega gespannt. Das Ganze wird bei Yellow erscheinen. Dauert 20 Minuten ab 8 Jahre. Und wenn man sich mal hier so ein bisschen die Bilder anschaut, ja, dann hat man wohl so Token noch, die dabei sind. Es gibt aber hier wieder die Monster, die besondere Kampfstärke haben. Man sitzt sich halt hier gegenüber. Und natürlich hier Würfel mit Tatzen wieder. Und hier haben wir Sterne dabei. Auch die Blitze gibt's. Ausrufezeichen. Hier sehen wir ganz normal von oben. Hier diese Token meine ich. Da weiß ich jetzt nicht, was sie machen. Hier werden bestimmt die Lebenspunkte eingestellt. Und hier haben wir wieder die Karten, die wir kaufen können für die Blitze. Also, es ist im Grunde eigentlich ein King of Tokyo für 2 und ich denke auch hier ist so ein bisschen mehr noch dabei. Hier sehen wir so ein Monster. Ich glaube, jedes Monster hat auch noch eine extra Fähigkeit für sich. Und hier können wir uns die Karten anschauen, sehen genauso aus. Oh, hier der Space Pinguin, aber jetzt irgendwie schaut er jetzt anders aus. Den habe ich übrigens immer gerne gespielt, den Space Pinguin. Wirklich ein tolles, großes Spiel, was auch mal so ein bisschen breaken kann, wenn wirklich einer die ganzen starken Karten kriegt. Aber grundsätzlich, was mir ja so gut gefällt bei King of Tokyo, ihr könnt den ja entweder ordentlich niederkloppen oder ihr versucht halt Punkte zu kriegen, um zu gewinnen. Das heißt, selbst wenn einer mega überlegen ist, versucht er halt ein paar Tatzen zu werfen und kloppt den dann weg. King of Tokyo Duel. Ein weiteres 2-Personen-Spiel. Dann haben wir schon fast die Hälfte der Spiele weg. Machen wir mal die letzten 5, die ich mir auch auf jeden Fall anschauen werde. Und vom einen gibt es schon ein Video. Und das könnt ihr hier sehen. Und zwar Fall. Neues Spiel hier von Little Rocket Games. Und ich habe es genannt Cascadia für 2. Und er kommt dem schon ziemlich nahe. Es ist natürlich ein bisschen mehr gegeneinander als Cascadia, weil man halt hier zu zweit spielt und jeder versucht halt hier seine Auftragskarten zu erfüllen. Ihr seht, wir legen hier auch Plättchen, ja. Da muss immer eine Seite mit der Farbe übereinstimmen. Da liegt aber hier falscher Plättchen dann, sehe ich gerade mal. Hier passt es, da ist grün, aber hier, ach nee, da liegt einer drauf, da war da bestimmt gelb. Okay. Und dann können wir zusätzlich immer noch so Token spielen. Wir können die Token aber nur spielen, seht ihr, hier sind so Bilderchen drauf. Ja, wenn der Token da drauf passt von der Farbe, wie bei Cascadia auch. Und jeder von uns hat Auftragskarten in dem Spiel. Und wir haben eine Auftragskarte, die bezieht sich auf Füchse. Wir haben eine, die bezieht sich auf Vögel. Und dann haben wir noch eine, die bezieht sich hier auf diese Blumen, die ihr habt. Die blauen und rosanen, ja. Und jeder hat halt unterschiedliche Ziele. Und wir bauen aber an einer Landschaft. Einer will zum Beispiel ganz viel Füchse nebeneinander haben.
Der andere will vielleicht nur einzelne Füchse haben oder der will hier irgendwelche Vögel nicht neben Füchse haben oder will sie neben Füchse haben, irgendwelche Tiere und so weiter. Und da müssen wir halt schauen und da geht es ständig hin und her bei dem Spiel. Ja, ihr seht, wir können ja auch nach oben bauen, wir können bis zu 3 hochbauen, hier sind 2 hoch und während des Spiels kann sich der Gewinner oder der mögliche Gewinner so ändern, ja, indem 1, 2 Züge passieren, wo halt, ja, alles zerstört wird, was man sich aufgebaut hat. Deswegen ist es bei dem Spiel nicht schlecht, beim letzten Zug letzter zu sein. Artwork sieht auch echt schön aus hier mit dem Fuchs und der fetten Kröte. Und vom Material war es auch klasse. Das sind alles so Holztoken hier. Also echt ein schönes Spiel. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gespielt. Ich habe es ja hier, wartet mal. Hier, genau. Kommt aber jetzt erst zur Messe. Das war jetzt hier so ein Vorab-Typ-Exemplar gewesen, was aber schon relativ final war. Und wer das mag, schaut euch mal mein Video an. Ich würde sagen, wenn ihr Cascadia gern spielt, dann ist das auch was für euch. Ball. So, Nummer 6, dann kommt jetzt Nummer 7. Und da haben wir ein 2-Personen-Spiel von Quanyo Creation, die eigentlich so Wasserkraft und so fette Dinger machen. Aber ich war dieses Jahr auf der Spielwarenmesse da oder letztes Jahr auch schon und da habe ich schon gesehen, dass die auch seichtere Sachen haben. Hier haben wir jetzt Bova. Das ist ein 2-Personen-Spiel, 2-Personen-Puzzlespiel. Wird auch in Deutsch erscheinen als Balz beim PD-Verlag oder so ähnlich. Ich habe Bova auch hier, habe es auch schon gespielt und deswegen kann ich euch da ein bisschen mehr zu sagen. Jeder sitzt hier auf einer Seite, man sitzt sich halt gegenüber und man puzzelt halt diese Plättchen. Seht ihr, das sind so hier so Doppelplättchen. Ist jetzt nichts Besonderes Neues, weil es bis jetzt noch nicht gab. Das Besondere hierbei ist, in der Mitte ist halt diese Vogeltränke hier, da sitzen auch die Vögel. Und hier sind Wertungssteine. Es gibt insgesamt 6 Wertungssteine für die 6 verschiedenen Pflänzchen, die wir hier haben. Der Besondere hier dran ist halt, ich sehe nicht, was der Mitspieler stehen hat. Der Mitspieler hat hier in den Lücken genau die stehen. Und der Mitspieler weiß nicht, was ich habe. Das heißt, man muss schon schauen, was puzzelt der andere da. Und kann dann ahnen, der könnte hier zum Beispiel gelb haben, rot oder rosa und so weiter. Kann natürlich sein, dass der andere blufft und da irgendwie nur was anderes hinbaut, bekommt dann aber selber keine Punkte. Aber vielleicht hat er ja noch andere Ziele, denn wir haben ja auch so Diamanten. Und wenn wir eine bestimmte Anzahl Diamanten in einer Reihe oder in einem zusammenhängenden Linie bauen, dann dürfen wir so eine Sonderpunktekarte noch ziehen. Wo wir darauf achten müssen, wir dürfen halt nicht hier mehr haben als dieses 4x5 Feld. Ja, das heißt, wir können die Plättchen da waagerecht oder senkrecht legen, aber wir sollten halt schauen, dass wir auch alle Felder voll bekommen, denn hinterher haben wir irgendwelche Lücken drin, einzelne Felder gibt's nicht, aber wenn jetzt einer so baut, dann so schräg und dann hat man hier so eine Lücke, ja, dann hat man Pech gehabt, dann bekommt man halt da keine Punkte. Wie gesagt, dann versucht man natürlich zu erahnen, was könnte mein Mitspieler haben, guckt, was der so baut und versucht dann die gleichen Blumen auch dahin zu bauen wie er und umgekehrt weiß man natürlich seine eigenen und der Mitspieler versucht natürlich auch zu schauen. Und das ganze Spiel war so lange, bis hier alles abgedeckt ist, ja, und dann werden halt hier die Eier. Ja, die Eier sind hier so eine Punkte-Dinger gerechnet. Und dann gibt es ja Punkte hier für diese Steine. Es gibt Punkte für größte Landschaften hier von Wiese. Ja, ihr habt da Stroh oder was. Ihr habt da Steinnester und so weiter. Da wird alles abgerechnet, wie bei den Spielen üblich ist. Ja, und dann, wer die meisten Punkte hat, gewonnen. Eigentlich schon ganz nett durch diesen, ja, ist es ein Deduktionsmechanismus? Ja, ist es schon. Ja, dass man erahnen muss, was der andere hat. Das andere Plättchen legen, anlegen, versuchen möglichst viel Zeichen an der Reihe gab es alles schon. Aber das ist schon so ein bisschen mal was anderes. Dauer 25 Minuten, auch ab 8 Jahre und Komplexität von 2,0. Ja, kommt hin, aber so schwierig ist es eigentlich nicht. Auf jeden Fall ein Spiel, weil ich mir nicht anschauen werde, weil ich jetzt schon hier habe. Aber wenn ihr auf 2-Personen-Spiele steht, dann schaut euch das mal an. Egal ob jetzt die englische Version oder die deutsche. Ihr habt sonst keine deutsche Regel, aber ich meine, die kann man sich sogar runterladen und das Spiel ist komplett sprachneutral. Dann machen wir weiter mit meinem nächsten Teil. Und das ist ein Spiel, was ich auch schon gespielt habe, was ich aber nicht habe. Was ich mir aber auf der Messe auf jeden Fall besorgen werde. Und zwar geht's hier um Two Rooms oder 2 Zimmer, wie es auf Deutsch heißt. Ist jetzt bei Korax Games erschienen in der Spieleoffensive. Ich konnte das auf den BWX-Tagen spielen. Und könnt ihr mal reinschauen, da erkläre ich das so ein bisschen, zeige euch ein bisschen die Karten. Und ich habe ja gesagt, ich hätte das Ding nie angefasst, denn es ist kooperativ. Und wir versuchen halt hier diese Dame hier auf dem Foto zu retten. Ihr habt ja mal so einen Überblick über die Karten. Denn wir spielen Karten aus und wir haben da 2 Türen. Die beiden Türen schauen so aus und die Kisten liegen eigentlich unten. Und wenn wir dran sind, hier ist die Dame, die wir retten müssen, dann ziehen wir eine Karte von dem Stapel. Ja, es gibt 5 verschiedene Szenarien, da ist immer unterschiedlich, welche Karten sind. Und legen die unter einer dieser Türen. Mein Mitspieler hat in dem Moment aber die Augen zu. Der weiß nicht, was ich gemacht habe, ja, wo ich die Karte hingelegt habe. Und ich weiß natürlich nicht, was mein Mitspieler vorher drunter gelegt hat. Ja, das heißt, ich öffne die blaue Tür, weil ich weiß, da ist hier die Nina, hieße, glaube ich, ja. Das Opfer. Hier drüben seht ihr übrigens den Täter. Der versucht die Nina umzubringen. Und dann packe ich meine Karte da rein. Und dann muss ich alle Effekte ausführen von den Karten, die in dieser Tür liegen, ja. Und die Karten haben halt verschiedenste Effekte. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Ich mache mal groß. Hier seht ihr.
Zum Beispiel hier, das ist der Killer. Ja, der hat eine 6. Hier steht, man darf den ausspielen, wenn hier maximal 3 Karten schon drin sind. Und wenn der Effekt getriggert wird, blau, der bezieht sich auf die Farbe, ja, blau und rote Farben, dann wird die höchste blaue oder türkise Zahl, die hier mit dem Killer in einem Raum ist, umgebracht. Ja, so, und ihr seht, die Nina ist schon relativ hoch mit 15. Ich glaube, es gibt noch 17er oder 19er. So gibt es halt die verschiedensten anderen Karten noch. Seht ihr hier, die irgendwie alle Effekte haben. Es gibt Karten, 1 und 2, da ist so ein Frosch und eine Kröte und eine Katze oder irgendwie so, eine Hase. Die haben keinerlei Effekte, ja, aber die meisten Karten haben Effekte. Und hier oben seht ihr immer, wann ihr die ausspielen könnt. Das heißt, ist die Karte hier in einem Raum, also unter einem Deckel mit der 15 oder 14, mit der 14, dann wird die gespielt. Und die 14 wird dann hier auf dem Ablagestapel gelegt. Genau, und so triggern die Karten unterschiedliche Effekte. Und das Besondere ist halt, man hat tatsächlich die Augen zu. Und wenn unser Mitspieler die Aktion gemacht hat, dann muss er ein Codewort sagen. Entweder sagt er still, das heißt, es ist nichts passiert. Oder er sagt Blut. Bei Blut ist es so, dann ist diese Runde jemand umgekommen. Den sehen wir, der liegt nämlich hier in der Hülle drin, im Keller, nennt sich das, glaube ich. Ja, dann können wir gucken, oh, der ist jetzt umgekommen. Oder Flucht war auch noch eins, das heißt, wir haben es geschafft und haben sie gerettet. Das besteht aber in dem ersten Szenario, da gibt es nur 1, 2 Kartenkombinationen. Ja, wir haben nämlich eine Karte, die tötet den höchsten roten und der Killer war ja rot, ja. Das heißt, wenn wir die irgendwie schaffen, in die gleiche Box zu bekommen, bloß, wie gesagt, wir wissen ja gar nicht, was da drin ist. Ist auch ein bisschen glückslastig, aber auch ein bisschen taktisch. Cooles Spiel, macht wirklich Spaß hier. 2 Zimmer, 2 Räume, ne, 2 Zimmer heißt es, genau. Ohne Küche, Diele, Bad. Schönes Kartenspiel für 2 Personen, 15 bis 30 Minuten, ab 12. Ja, ich denke mal, wegen dem Thema ist das auch. So, dann haben wir noch 2 weitere, die ich euch noch zeige. Und zwar ein weiteres, habe ich auch schon gespielt, und habe ich sogar hier, ist Boreal. Könnt ihr übrigens auch auf BGA spielen. Gibt es jetzt noch nicht so viele Infos zu. Ja, 15 bis 20 Minuten, ab 8 Jahre, 1,44 Komplexität. Ist jetzt erschienen bei Game Factory. Das Einzige, was ich euch zeigen kann, sind jetzt hier die Bilder. Wir bauen hier Karten in eine Pyramide und die Karten liegen hier auf dem Strahl. Wir sitzen uns gegenüber. Und diese Karten bezahlen wir mit Entdeckungspunkte. Die Kosten stehen hier drauf. Wir haben hier unten einen Marker. Der zeigt an, wie viele Entdeckungspunkte wir haben. Ja, das heißt, wir haben die nicht hier liegen, sondern wenn wir 3 haben oder 4, dann liegt der Marker halt hier. Warte mal, ich gucke mal, ob ich das ein bisschen größer machen kann. Ne, geht nicht. Ja doch, das steht bei 4 hier, seht ihr. Und damit zeigt er halt an, wie viele Entdeckungspunkte ihr habt. Und der Marker geht auch hier rüber. Und der zeigt der an, welche Karten ihr überhaupt nehmen könnt. Ja, das heißt, liegt der Marker da, darf ich die nicht nehmen. Weil der Pfeil hier runter geht, darf ich nur die Karten nehmen, die links davon liegen. Karten baue ich dann hier in meine Pyramide. Das ist 4, 3, 2, 1. Und wenn er zuerst seine Pyramide fertig hat, dann ist das Spiel zu Ende. Und dann werten wir diese Karten. So, die Karten, ja, das ist so wie bei vielen Spielen halt, die beziehen sich wieder untereinander auf irgendwelche Kombinationen. Die eine gibt wieder für blaue, die andere für gelbe, die eine nur für rote, die angrenzend sind. Oder wenn man eine Karte hat mit, ach, was weiß ich, keine Ahnung, so und so Symbole drauf. Also sowas, wie man es schon kennt, so, ja, wenn man sich hier so ein ja, ist es ein Engine, keine Ahnung, wie sich das schimpft, wenn man sich, ja, schon irgendwie, wenn man sich halt versucht, Karten zu holen, die am besten untereinander so Punkte geben, ja. Die eine gibt dann zum Beispiel Punkt für eine rote Karte, die ich nehme, ich habe 3 rote liegen und ich habe gleichzeitig aber schon einen liegen und die Karte ist halt gelb, die Punkte für rot gibt, ja, die geben und so weiter, versteht ihr? Genau, und so versuchen wir jetzt gute Kombinationen zu holen. Das Ding hierbei ist, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gespielt gehabt, man hat halt nicht immer genug Entdeckungspunkte, ja. Ich habe dann auch die Möglichkeit, mir einfach hier was zu reservieren und auch dann bekomme ich Einkommen und so bekommt man halt Entdeckungspunkte. Auf den Karten selber sind so entweder ein Entdeckungspunkt oder 2 drauf und je nachdem, welche in meiner Pyramide liegen, wo noch keine drüber liegt, ja, also die frei liegen, sobald eine drüber liegt, zählt die nicht mehr, zähle ich halt alle Karten, die frei liegen, wo keine Entdeckungspunkte drauf sind und da bekomme ich dann jede Runde als Einkommen. Deswegen überlegt man immer auch, oh, decke ich jetzt was ab, weil dann kriege ich kein Einkommen. Allerdings könnte ich da Plättchen hinlegen, dann passt gut und so weiter. Genau, so ein kleines Plättchen-Puzzlespiel. Der Anna hat sehr gut gefallen beim Spielen, ja, die wollte direkt nochmal spielen jetzt hier. Ich fand es auch ganz nett und okay. Mir macht es Spaß, ich spiele ja gerne solche Sachen, ja. Ist ja auch wie Elava, wo euch die Karten nimmt und dann da hinlegt und die beziehen sich auch aufeinander. So ähnlich ist halt hier noch ein bisschen seichter jetzt und einfacher. Aber macht schon Spaß, man muss halt gucken, wo kriegt man Entdeckungspunkte her, wie legt man die Karten an und so weiter. Boreal, auch wenn es gar nicht so gut bewertet ist, finde ich, ist doch ein nettes Spiel. So, dann kommt schon das letzte. Das letzte ist halt ein Spiel von The Game Builders, die letztes Jahr Plantanubo gemacht haben. Und das Ganze spielt wieder in diesem Solarpunk-Universum. Hier haben wir aber ein reines 2-Personen-Spiel, ab 14 Jahre, scheint also ein bisschen komplexer zu sein, steht leider noch nicht hier.
45 bis 60 Minuten. Und zwar haben wir hier Sunavalo. Mittelschweres Card-Game in der Solarpunk-Welt. Ja, als Mechanismen können wir hier gucken. Wir haben hier Action Drafting, Endgame-Bonus, Track Movement und Variable Player Powers. Wir bauen uns hier halt eine Farm auf. Eine Solarpunk-Farm mit schönen Blumen, seht ihr hier. Und die bauen wir uns auf mit Karten. Dabei soll das Spiel, so steht es in der Anleitung oder hier in der Beschreibung drin, einen außergewöhnlichen Kartenkaufmechanismus haben, ja, wo man dem anderen halt die Karten auch wegschnappen kann. Ich kann mir ehrlich gesagt nichts darunter vorstellen. Ich finde aber, sieht interessant aus. Hier können wir kurz was sehen. Spielt Hofkarten in die passenden Spalte eures Bauernhofs, um zu ernten, Schafe zu scheren und Eier zu sammeln. Geht auf Entdeckungsreise und findet unterschiedliche Dinge am Wegesrand, auf dem man hilfreiche neue Geräte bauen kann. Kümmert euch um eure Hofboots, Verbesserung der Hoftechnik und die Transportdrohnen, um eure Ressourcen am eigenen Aufträge und das Dorf zu liefern. Vergesst aber nicht, die wertvollen Schiffsaufträge zu erfüllen. Hier ist viel zu tun in Sunavalo, aber mit eurer Hilfe wird das sonnige Tal schöner erblühen als je zuvor. Ja, leichte Grundregeln und originellen Ressourcenmanagement und enormer Spieltiefe. Wenn es wirklich so ist und das ein Zwei-Personen-Kartenspiel ist mit Spieltiefe, was man auch wirklich häufiger spielen würde, ja dann freue ich mich tatsächlich schon drauf, ja. Ich bin mal gespannt. Der Autor hier ist wieder Ode, der auch La Granja gemacht hat, weil ich total gerne spiele, ja. Illustrationen sind von Lukas Siegmund. Auf jeden Fall auch ein Zwei-Personen-Spiel, wo ich mich schon drauf freue. Und ich finde das Artwork hier wirklich gut, ja. Gefällt mir echt gut. Sunavalo. Na gut, ihr Lieben, da bin ich wieder in groß. Endlich bin ich auch mal groß. Wie findet ihr meine Liste? Habt ihr noch Spiele? Habt ihr noch so Zwei-Personen-Spiele, wo ihr meint, die muss ich mir unbedingt anschauen? Schreibt's gerne in die Kommentare. Ich hatte noch 1, 2, 3 auf der Liste, die aber jetzt rausgefallen sind. Ich fand's dies Jahr, naja, was heißt schwierig? Nicht schwierig, aber wenn ich die Liste durchgehe, waren halt gar nicht so viele Zwei-Personen-Spiele, finde ich, wie sonst waren. Oder das ist nur mein persönlicher Eindruck jetzt gewesen. Aber die ich gefunden habe, die gefallen mir gut. Einige habe ich davon schon gespielt, andere nicht. Gut, ihr Lieben, dann geht's die Tage weiter mit einer weiteren 10er-Liste. Ich guck mal, ihr wisst ja, Worker Placement ist ja meins, da werde ich bestimmt noch mal was machen. Vielleicht Familienspiele. Ich schau mal, was ich noch so finde, was noch auf meiner Liste steht. Dann passt gut auf und bleibt gesund. Dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Euer Olli von Brettspiel.de. Tschüssi.